Vor einer Woche, am 4. April 2020, sollte das Phantasialand in Brühl bei Köln eigentlich in seine Sommersaison starten. In Zukunft ist geplant, dass der Park die neue Achterbahn Fly zusammen mit der neuen Themenwelt Rookburg eröffnen wird. Auch wenn ein Eröffnungsdatum aktuell noch nicht sicher ist, weder für den Park noch für Fly, gibt es in diesem Video alle Informationen, die bereits über die Neuheit bekannt sind. In den letzten 1,5 Jahren kamen bereits viele verschiedene Updates zu Fly und Rookburg online. In diesem Video werden alle wichtigen Informationen Stand April 2020 zusammengefasst, die bereits bekannt sind. Trotzdem könnt ihr euch natürlich gerne auch die bisherigen Updates anschauen, die Playlist ist in der Infocard verlinkt. Die neue Themenwelt Rookburg wird eine Steampunk-Thematisierung bekommen und abgesehen von der Achterbahn Fly unter anderem das Hotel Charles Lindbergh enthalten, welches das dritte Hotel des Parks sein wird. Anhand von Luftbildern, welche wir im letzten Video besprochen haben, ist es sehr wahrscheinlich nach aktuellem Stand, dass keine weitere Attraktion, abgesehen von Fly und vom Hotel, im Bereich entstehen wird. Bei der Achterbahn Fly wird es sich um einen Flying Coaster handeln, von der niederländischen Firma Vekoma. Im Gegensatz zu anderen Achterbahntypen, wo man normalerweise in einer sitzenden Position unterwegs ist, liegt man bei Flying Coastern, was einem Fluggefühl am nächsten kommt. Vekoma selber hat bereits in der Vergangenheit 4 verschiedene Flying Coaster ausgeliefert, allerdings handelt es sich bei Fly um eine komplette Neuentwicklung. Sonst haben sich bisher weniger erfolgreich hauptsächlich nur Wiegand und Zamperla und deutlich erfolgreicher B&M an das Konzept des Flying Coasters gewagt. Fly wird insgesamt 2 LSM-Katapultstarts bekommen, sowie auch einen konventionellen Lifthill, wodurch es sich um einen Multi-Launch-Coaster handelt, wie auch Taron im gleichen Park. Abgesehen von dem ersten Flying Launch Coaster wird Fly auch den Rekord für den weltweit längsten Flying Coaster brechen. Der aktuelle Rekordhalter ist Flying Dinosaur in den Universal Studios Japan mit 1124 Metern. Genaue Fakten wurden seitens des Phantasialands noch nicht veröffentlicht, aber die Bahn wird eine ungefähre Länge von 1250 Metern erhalten und eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 80 km/h. Des Weiteren durchfährt der Flying Coaster während des Layouts insgesamt 2 Überschläge, einmal eine COG-Wall am Anfang des Layouts, wie auch ein Inline-Twist kurz vor der Schlussbremse. Fly wurde vor fast 3 Jahren im Sommer 2017 angekündigt und hat nun seit Ende April 2019 Schienenschluss. Rookburg entsteht auf dem Platz des ehemaligen Simulators Race for Atlantis. Während der erste Katapultstart erhöht und gerade liegt, ist das Ende des zweiten Launches gebogen und führt nach oben. Nach dem ersten Launch folgt ein großer Overbank, worauf die COG-Wall folgt. Hinter dem zweiten Katapultstart befindet sich ein Airtime-Hügel, welcher in eine abfallenden Linkskurve mündet. Fly wird wie auch Taron eine zweigeteilte Station erhalten, welche in Ein- und Ausstieg geteilt ist. Danach durchfährt die Bahn einen Dark Ride Part wie auch einen kurzen Indoor Lift Hill, worauf die Strecke dann in den Katapultstart führt. Bei anderen Flying Coastern steigt man normalerweise in einer sitzenden Position unter bzw. über der Schiene in den Zug ein und die Sitzreihen werden auch in der Station in die liegende bzw. fliegende Position geklappt. Bei Fly wird man ebenfalls in einer sitzenden Position einsteigen, aber erst vor dem ersten Katapultstart dreht sich der Zug in die fliegende Position. Die Sitzreihen verlaufen parallel zur Strecke und drehen sich um 90 Grad, genauso wie die Schiene, wodurch die Sitzposition wechselt. Der Bereich wird eine Steampunk-Thematisierung bekommen, welche in den Industriestil geht. Es handelt sich bei Rookburg wahrscheinlich um eine Themenwelt, die dem Themenbereich Berlin zugehören dürfte. Dass der Name Rookburg deutsch ausgesprochen wird, wurde von Chris Theis, Manager im Phantasialand, bestätigt. Ebenfalls wird im Bereich das Hotel Charles Lindbergh entstehen. Dieses wird kleinere Zimmer erhalten, welche hauptsächlich für 2 bis 4 Personen ausgelegt sind. Alle davon werden ein eigenes Bad erhalten. Die Besonderheit ist, dass sich das Hotel mit im Themenbereich befindet und somit alle Zimmer auch dort zeigen und jeder Gast komplett in die neue einzigartige Welt integriert ist. Es gibt mehrere Hoteltürme, welche unter anderem über Brücken miteinander verbunden sind. Der größte Turm, worunter sich auch wahrscheinlich die Lobby befinden wird, ist von der Straße aus sichtbar.
Die Bäder sind nach außen gerichtet und der Eingang erfolgt über Zugänge von außen von der Themenbereich Innenseite. Ebenfalls wurde außen eine große Fassade installiert, welche den Bereich von der Straße abtrennt, wo auch bereits der Schriftzug des Hotels installiert wurde. An der Unterseite befindet sich ein Eingang, welcher möglicherweise für das Hotel sein könnte. Es wird ca. 106 Zimmer in Charles Lindbergh mit 2 getrennten Betten und eigenem Bad geben. 16 Kabinen sind verbunden, woraus 8 Kabinen für je 4 Personen resultieren. Es gibt insgesamt 5 Gebäude mit bis zu 6 Stockwerken. Ebenfalls gibt es das Restaurant Uhrwerk. Morgens und abends ist dieses nur für Hotelgäste geöffnet, allerdings können es tagsüber alle Parkbesucher nutzen. Dort wird sich wahrscheinlich auch der Zugang vom Hotel zum Themenbereich befinden. In Charles Lindbergh wird es außerdem die Bar 1919 geben, welche sich in den unteren Stockwerken des Hotels befinden wird und nur für Hotelgäste zugänglich sein wird. Dort wird zum Beispiel kraftiges Bier serviert werden. Dazu reiht sich innerhalb des Themenbereichs für alle Parkbesucher ein weiteres Geschäft, Emilys Schokoladen- und Candy-Werkstatt. Abgesehen von vielen Süßigkeiten und anderen Leckereien erwartet den Besucher hier auch eine Schokoladenwerkstatt, wo man wahrscheinlich seine eigene Schokoladentafel kreieren kann. Fly soll eine Flugapparatur bzw. Transportsystem darstellen, welches über, unter und durch die Plätze und Gassen von Rookburg fliegt. Fly wird von der Central Station Rookburg abheben, weshalb wir sehr wahrscheinlich eine thematisierte Station in Form eines Bahnhofs erwarten könnten. Des Weiteren wurde auf der Konstruktion über dem ersten Launch von Fly ebenfalls eine Dampflok mit einem Wagen installiert. Der bereits schon länger gebaute Eingang in Berlin zu Rookburg wird wahrscheinlich einen Eingang einer U-Bahn-Station widerspiegeln. Viele Fassaden innerhalb des Themenbereichs wurden bereits thematisiert. Die Wand, welche Fantasy von Rookburg abtrennt, wurde als Industriefassade in Szene gesetzt und besitzt unter anderem 3 Aufschriften: Tor 1, Tor 2 und Airrail Company. Ein Modell von dem Bereich des ersten Launches ist unterhalb der Fantasy-Wand ausgestellt, in welchem jeder einen Einblick in die Thematisierung bekommen kann. Vor ein paar Wochen wurden ebenfalls 2 Zeppeline angeliefert, welche in der Themenwelt platziert werden. Genauso macht Fly bereits Testfahrten. Zunächst sind verschiedene On-Ride-Ausschnitte aufgetaucht, bis es dann am Faschingswochenende die ersten Aufnahmen der Testfahrten gab. Die Züge sind diese, welche ebenfalls bereits Ende 2018 auf Artworks des Herstellers Vekoma aufgetaucht sind. Das Zugdesign ist relativ dunkel gehalten. Fly wird insgesamt 4 oder 5 Züge bekommen, was durch die Anzahl der Abstellgleise deutlich wird. Der weitere Bereich befindet sich in den unteren unterirdischen Stockwerken und könnte gegebenenfalls eine Pre-Show beinhalten. Das Phantasialand hat Ende 2019 einen Trailer zu Rookburg veröffentlicht, welche eine der wenigen offiziellen Marketingmaßnahmen des Parks war. Im Trailer bekommt man eine ungefähre Idee von der Thematisierung und ebenfalls einen Blick auf Fly. Dort konnte man ebenfalls die Züge gut erkennen, welche deutlich mehr Abstand zwischen den verschiedenen Reihen besitzen im Vergleich zu anderen Flying Coastern. Die Züge sind dadurch deutlich länger mit ihren 10 Reihen, bieten aber ein größeres Freiheitsgefühl. In der Rookburg Gazette, einer Zeitung, welche am Anfang des Wintertraums 2019-2020 ausgeteilt wurde im Phantasialand, waren verschiedene Schriftzüge und Werbungen für Rookburg sichtbar. Auf dem Dach von dem Restaurant Uhrwerk wurde der Schriftzug Fernsicht installiert, weshalb es möglich ist, dass unsere weitere Werbebanner angelehnt an die Gazette im Themenbereich erwarten werden. Einige Hoteltürme des Hotels Charles Lindbergh werden außerdem eigene Dachterrassen erhalten, von wo man einen guten Überblick über den Themenbereich bekommen kann. Der Teil der Themenwelt in Richtung Berggeiststraße wird auch nur für Hotelgäste zugänglich sein und der hintere Parkteil in Richtung Berlin und Fantasy ist dann für alle Parkgäste nutzbar. Und dort gibt es auch sehr viele kleinere Gebäude, wo sich der ein oder andere Shop drin befinden dürfte, und diese Gebäude sind auf aktuellen Luftbildern auch schon relativ weit fortgeschritten. Auf dem Boden unterhalb von Rookburg wird ein dunkler Stein bzw. eine Art Kohle platziert werden, um als Untergrund zu dienen, und dieser wurde in manchen Bereichen des Bereichs sogar schon ausgeschüttet. Die meisten Fassaden rund um den Themenbereich wurden bereits fertiggestellt, und bei der großen Wahl in Richtung Fantasy wurden vor kurzem auch die Gerüste entfernt.
Es fehlen auf jeden Fall noch sehr viele Teaming-Objekte, vor allem rund um den ersten Launch, welche im Modell sichtbar waren, aber da es sich dabei vollkommen um vorgefertigte Elemente handeln dürfte, sollte der Einbau davon dann doch relativ schnell erfolgen können. Und das war's mit dem Video zu allen Informationen, die wir über Rookburg und Fly bereits kennen, Stand April 2020. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr keines der zukünftigen Videos mehr verpassen und nicht nur über Freizeitparks und Achterbahnen in Deutschland und Europa, sondern auch in Nordamerika und Asien. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bald wieder zum weiteren Video. Ciao.